Prost, Prost. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Stammtisch, wo sich das heutige Thema um die Frage dreht, welche Art Menschen machen sich eigentlich selbstständig und was treibt sie dazu an? Und vor allem das Warum. Sprich, welche verschiedenen Motivationen dahinter stecken, welche Träume und Ziele, aber auch welche Chancen und Herausforderungen auf sie warten, beziehungsweise welche Möglichkeiten sich dadurch für sie ergeben und vor allem das Allerwichtigste, welches Mindset man als Unternehmer unbedingt haben muss, wenn man erfolgreich sein will. Wer sind also die Menschen, die sich selbstständig machen und warum eigentlich? Nun, grundsätzlich sind es immer dieselben Motivationen, die Menschen dazu bewegen, sich selbstständig zu machen. Einige machen es wegen dem Geld, andere wieder wegen der Unabhängigkeit. Es gibt auch welche, die ein Problem mit der Autorität ihrer Vorgesetzten haben, sodass sie in die Rolle eines Angestellten einfach nicht hineinpassen. Oder manche tun es, weil sie einfach das grundlegende Bedürfnis haben, sich selbst und ihre Ideen zu verwirklichen, sich eine Art kreative Freiheit zu verschaffen. Und zu guter Letzt spielt auch eines unserer wichtigsten Grundbedürfnisse eine Rolle, nämlich die Anerkennung. Und zwar nicht so sehr die Anerkennung anderer Menschen, sondern die Anerkennung von sich selbst. Der Respekt gegenüber sich selbst, etwas geleistet zu haben, der Stolz und die Selbstzufriedenheit, etwas kreativ in seinem Kopf erschaffen zu haben und es dann auch in die Tat umzusetzen, um seine Idee letztlich der ganzen Welt zu präsentieren. Prinzipiell kann man durchaus sagen, dass die Lebensqualität von Selbstständigen und Unternehmern weit höher ist als bei Angestellten. Aspekte wie die freie Einteilung seiner Zeit, weder Vorgesetzter oder Arbeitskollegen, die einen ständigen Druck ausüben oder gar mobben, finanziell ein höheres Einkommen zu haben und zu guter Letzt auch das gesteigerte Ansehen, das erfolgreiche Unternehmer nun einmal haben. Das alles wirkt sich massiv auf das eigene Wohlbefinden sehr, sehr positiv aus. Und genau das ist der Gegenteil oder ist der Fall, wenn man kein erfolgreicher Unternehmer mehr ist, sondern kurz vor der Insolvenz zum Beispiel steht. Dann ist das Leben die Hölle. Existenzängste, Zahlungsunfähigkeit, Depressionen, Spannungen in der Partnerschaft führen letztendlich bei einem großen Teil zu Suizid. Wie ihr also seht, gibt es die verschiedensten Beweggründe, warum Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Aber was sie vereint, ist, dass alle zusammen dasselbe Ziel haben, nämlich erfolgreich zu werden. Warum aber gehen jedes Jahr allein nur in Deutschland mehr als 20.000 Unternehmen bankrott und müssen sogar Insolvenz anmelden? Nun, die Antwort auf diese Frage ist genauso simpel wie verstörend. Diese angehenden Unternehmer sind einfach nicht gut genug vorbereitet. Ich habe mich im Laufe der vergangenen Jahre mit wirklich vielen Selbstständigen, die gescheitert sind, unterhalten. Und alle sagten im Grunde immer dasselbe. Das wusste ich nicht, das hat mir keiner gesagt oder woher hätte ich das denn wissen sollen? Weshalb also bereiten sich die Leute also nicht gründlicher darauf vor, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und zu führen? Nun, zum einen liegt die Schuld eindeutig beim Gesetzgeber und zum anderen daran, dass die meisten Gründer, die später dann auch in die Insolvenz gehen, den wahren Ernst der Sache zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Ganz nach dem Motto, es wird schon gut gehen. Aber es gibt 20.000 Beweise jedes Jahr, dass es nicht gut gegangen ist. Welche 4 Charaktereigenschaften sollte man sich also in seinem Mindset aneignen, um ein erfolgreicher Unternehmer zu werden? Charakterzug Nummer 1: Der Unternehmer ist selbst das Produkt, beziehungsweise er verkörpert das Versprechen hinter seiner Ware oder seiner Dienstleistung, indem er alles für ihn Mögliche tut, damit sein Kunde zufrieden ist und seine Mitarbeiter dies auch leben. Zum Beispiel, wenn einmal ein Mitarbeiter etwas vermasselt und dadurch sein Kunde unzufrieden ist, so schiebt er die Schuld nicht auf die Mitarbeiter, sondern übernimmt die Verantwortung, denn schließlich ist es sein Unternehmen und nicht das seines Mitarbeiters. Charakterzug Nummer 2: Er ist ein Buchhalter, beziehungsweise ein immer betriebswirtschaftlich denkender Unternehmer. Was heißt, er hat die Zahlen ständig im Blick. Egal, ob das die Waren- oder Personalgehälter sind, laufende Kosten oder den bevorstehenden Umsatz, sowie seine Profit-and-Loss-Zahlen. Das heißt, nicht, dass er die Buchhaltung selber machen muss, aber er muss zu jeder Zeit wissen, was in seinem Business abgeht. Diese Verantwortung lässt sich nicht delegieren. Er ist für den Cashflow verantwortlich. Nicht der Mitarbeiter und sonst niemand anderer, nur er. Charakterzug Nummer 3. Ein guter Unternehmer ist immer ein Visionär. Er bestimmt den Kurs, das sein Unternehmen einschlägt, und es gehört zu seinen regelmäßigen und priorisiertesten Aufgaben zu prüfen, ob sich sein Unternehmen richtig entwickelt und hat dementsprechend die wichtigsten Kontrollwerkzeuge zur Hand, die ihm dabei behilflich sind. Charakterzug Nummer 4.
Er ist ein knallharter Macher, was bedeutet, dass er erst gut überlegt, sich einen exakten To-Do-Plan zurechtlegt und diesen dann auch minutiös abarbeitet. Während alle anderen noch quatschen, ist er schon dabei, seine Taktik in langfristige Strategien umzusetzen, die ihn und sein Unternehmen voranbringen. Ein Unternehmer, der all diese 4 Charakterzüge in sich vereint, wird immer bestrebt sein, an seinem Unternehmen zu arbeiten und niemals in seinem Unternehmen. Denn dafür hat er seine Arbeitnehmer. Natürlich hilft er bei der täglichen Arbeit mit, aber es darf niemals der Fall sein, dass ein Unternehmer langfristig eine Arbeitskraft ersetzt. Denn dann wird er nicht nur sehr viel Geld verlieren, sondern auch den Überblick und letztlich auch die Chance, mit seinem Unternehmen zu wachsen. Deswegen, die Aufgaben eines Unternehmers sind unter anderem zu delegieren und kontrollieren, Netzwerke herzustellen, Kooperationen mit Geschäftspartnern einzugehen und Allianzen mit seinen Zielgruppenbesitzern zu schmieden. Zu guter Letzt muss auch ein Unternehmer aber auch täglich unzählige Entscheidungen treffen, die seine Firma entweder voranbringen oder, wenn er diese falsch trifft, an den Abgrund. Doch wie geht er dabei vor? Ich erkläre es euch anhand eines Beispieles. Stellt euch vor, ihr seid auf der Brücke eines riesigen Kreuzfahrtschiffes. Dort befindet sich der Kapitän, sein erster Offizier, der Steuermann, ein Maschinist, der dafür sorgt, dass alles unter Deck wie geschmiert läuft, dann jemand, der für die Wettervorhersage zuständig ist, ein Steward, der dafür Sorge trägt, dass es den Passagieren gut geht und so weiter. Nun lässt der Kapitän Kurs auf eine Tagesreise entfernte Insel setzen, denn schließlich muss er seinen Gästen an Bord etwas bieten, damit diese nicht nur zufrieden, sondern glücklich sind. Denn nur glückliche Gäste werden wiederkommen bzw. andere für die Kreuzfahrt weiterempfehlen. Es ist jetzt nicht der Kapitän selbst, der den neuen Kurs berechnet, die Wetterdaten checkt, nachsieht, ob genügend Treibstoff oder Proviant an Bord ist. Denn dafür hat er seine Verantwortlichen. Und ein guter Unternehmer ist wie ein guter Kapitän, der sich nicht auf die Aussage eines Einzelnen verlässt, denn wenn er den Maschinist fragen würde, welchen Kurs sie einschlagen sollten, würde der immer den kürzesten wählen, um Treibstoff zu sparen und Kosten zu sparen. Der Offizier, der für das Wetter zuständig ist, würde ihm aber raten, einen großen Umweg zu fahren, da auf dem direkten Weg sich ein Sturm zusammenbraut. In diesen hineinzufahren, würde die Sicherheit des Schiffes und der Menschen an Bord in Gefahr bringen, was auch der für die Gäste verantwortliche Steward bestätigt, wobei der Steuermann wieder der Meinung ist, dass er es ganz sicher schaffen würde, das Schiff sicher durch den Sturm zu bringen. Andererseits, den Umweg zu fahren, würde aber auch einen Zeitverlust bedeuten und sie würden die Insel nicht zum Sonnenuntergang erreichen, wie es den Gästen von seitens des Veranstalters versprochen wurde, sondern wahrscheinlich erst irgendwann in den Abendstunden. Wäre der Kapitän jetzt nur der Maschinist, so wäre sein Handeln ganz klar, und wäre er nur der Wetteroffizier, so würde auch diese Entscheidung eindeutig sein, obwohl sich beide total voneinander unterscheiden. Sprich, ein guter Kapitän muss, um eine Entscheidung treffen zu können, nur wissen, wo er die Informationen, die er dafür benötigt, auch herbekommt. Und so ist es auch mit jedem Unternehmer. Ein erfolgreicher Unternehmer muss nicht der beste Facharbeiter sein, der beste Buchhalter, das komplette Steuer- oder Gesetzbuch auswendig können. Nein, ein guter Unternehmer muss ausnahmslos immer, also absolut immer, die Übersicht über alles bewahren. Sprich, auf seiner Brücke sein, wo er sein Unternehmen anhand seiner Autorität, erlernten Erfahrungen, seiner Position und vor allem seines Mindsets repräsentiert. Stets die beste Vision über die bevorstehende Route sowie seine Kosten und Zahlen im Überblick haben. Und jedem seiner Offiziere und Stewards sagen, was zu tun ist. Wenn ihr nun Lust darauf habt, ein solcher guter Unternehmer zu werden, dann geht auf unsere Homepage und ladet euch einfach kostenlos unser Hörbuch in 5 Tagen zum erfolgreichen Unternehmen runter und bis zu unserem nächsten Video.